Ich bin an meinen Vorsätzen gescheitert. Jahr für Jahr für Jahr. Das, was ich mühselig von Vision Board zu Vision Board geschleppt habe, ist meine allererste EP. Damals hatte sie noch den Arbeitstitel 1114. Warum 1114? Es ist schon fast ein bisschen absurd, das für mich auszusprechen, aber der erste Song der EP entstand 2011 und der letzte 2014, zumindest in ihrer rohesten Form. Damals habe ich den Song Unperfekt von Mekis vom Manx-Album entdeckt und der Song hat irgendwas in mir ausgelöst, sodass ich angefangen habe, den ersten Song meiner EP zu schreiben mit dem Titel Fliegen lernen. Es war eine Zeit, in der ich mich persönlich alles andere als wohlgefühlt habe. Ich habe gerade mein Abitur abgeschlossen mit einem Schnitt, auf den ich alles andere als stolz war. Meine Freundschaften, von denen ich dachte, sie wären für immer, sind in den letzten Jahren in die Brüche gegangen und generell hatte ich absolut gar keinen Plan, wo ich hin möchte. Auf dem Beat vom Drake-Song Unforgettable reflektierte ich über meine damalige Situation. Was mich an dem Mekis-Song so faszinierte und inspirierte, war, wie hart Mekis dort mit sich selbst ins Gericht ging. Auch wenn es sich oft für mich so angefühlt hat, als wären alle anderen schuld an meiner Lage, du kennst das vielleicht, half mir der Song von Mekis, meine Perspektive zu shiften. Welche Fehler habe ich begangen und welchen Anteil habe ich eigentlich daran, dass ich gerade dort bin, wo ich eigentlich nicht sein möchte? Wenig später kam dann ein Album raus, das Deutschrap einmal komplett auf den Kopf gestellt hat und das meine Art an Songs heranzugehen grundlegend beeinflusste. Du hast es vielleicht schon geahnt, XOXO von Casper. Einer meiner absoluten Lieblingssongs auf dem Album, Kontrolle Schlaf, hat mich letztendlich mit seinen marschartigen Drums und diesen langen Akkorden zu dem finalen Beat von Fliegen lernen inspiriert. Als ungefähr ein Jahr später der Song Kind zu mir kam und dann noch etwas später der Song Aftershow, wurde mir eine Sache klar. Diese Songs gehören zusammen. Meine allererste EP. Doch dann, als ich all diese Songs aufgenommen, geschnitten und ausproduziert habe, wurde das, was ich mir als mein erstes großes Release zusammengespinnt habe, nach und nach zu einem Fluch. So sehr ich es auch versuchte, mein Mix wollte einfach nicht der Vision, die ich in meinem Kopf hatte, gerecht werden. Das ging sogar so weit, dass ich kurz davor war, die Songs für immer zu verbannen. Doch dann wurde mir eins klar. Diese Songs sind ein Teil von mir, ein Teil meiner Geschichte. Auch wenn mittlerweile Jahre vergangen sind und ich musikalisch schon ganz woanders bin, kann ich trotzdem heute noch sagen, dass ich zu 100% hinter diesen Songs stehe und dem, was ich in ihnen und durch sie verarbeitet habe. Und jetzt kannst du tatsächlich diese EP hören. Ich habe es irgendwie geschafft, einen Schlussstrich zu ziehen, keine Änderungen mehr. Sie ist jetzt so, wie sie ist und sie ist draußen. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, es wird Zeit, sie loszulassen. Das Ironische an der ganzen Geschichte ist, dass das auch ein zentrales Thema auf der EP ist, nämlich mit Dingen und Situationen und Personen abschließen, loslassen und ja, vielleicht sogar neu starten. Ich hab die Spielregeln festgelegt, ich alleine gegen den Rest, weil hier gefühlt niemand wirklich den Text versteht.